Kajak und Camping, auch sowas gibt es. Ich habe hier in Spanien ein Team kennengelernt, die betreiben in Deutschland das Kajak-Camp. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Um die Handhabung mit dem Kajak zu zeigen, nutzen wir den Pool vom Campingplatz und das mit Zustimmung der Geschäftsleitung vom Platz. Bei den Kajaks handelt es sich um besondere Kajaks. Sie sind in mehrere Teile zerlegbar und somit einfacher zu transportieren. Daher auch gut geeignet für Camper, die jetzt mit dem Wohnmobil unterwegs sind und so einen Kajak mitnehmen wollen. Da siehst du jetzt das Solo-Cockpit und die Spitze. So ein Kajak ist natürlich nicht dafür gedacht, auf einem Pool zu fahren damit, sondern man fährt damit auf einem Fluss oder natürlich kann man auch auf dem Meer damit fahren. Wir nutzen den Pool nur, um das Ganze mal zu demonstrieren. Man muss sich nun nicht gleich ein Kajak kaufen, um sowas mal auszuprobieren. Dazu gibt es das Kajak Camp, grenzenlos. Darüber werden wir gleich noch mehr hören und dort kann man das Ganze dann mal ausprobieren. Hallo, ich bin die Dagmar, die Organisatorin des Kajak-Camps Grenzenlos. Und mit unserem Team sind wir heute hier. Ja, mein Name ist Dieter. Ich bin Ideengeber und Mitentwickler für dieses modulare Kajak und arbeite einmal als Markenbotschafter immer noch, obwohl in Rente, für Kajak Innovations und unterstütze Dagmar und Jörg nach besten Kräften in den Kajak-Camps. Ja, mein Name ist Jörg und ich bin halt zuständig für, mehr oder weniger für die Technik. Also das ist modulare Kajak in 3 Teilen, gut zu transportieren. Das war auch der Sinn und der Zweck und ist sehr leicht zusammenzustecken. Dann fangen wir mal an. Man drückt die hier zusammen und mit dem Verschluss verschließt man das Ganze. Hier sind noch Fächer drin, da kann man da Sachen mitnehmen. Dasselbe ist im vorderen Teil auch noch. Schon fertig haben wir das Solo. So sieht das dann aus. Man kann es ergänzen mit einem weiteren Cockpit. Dann haben wir ein Tandem. Und wir haben hier noch eine Besonderheit, der sogenannte Packer. Kann man für Gepäck nehmen und natürlich man kann auch Hunde mitnehmen. Ja, schön. Ja, und einer muss dieses Boot ja fahren oder... Ja, das macht jetzt der Dieter. Der hilft mir, das Boot ins Wasser zu heben. Man kann das Kajak auch erweitern, sodass man zu zweit mit dem Kajak fahren kann oder zum Beispiel einen Hund mitnehmen kann oder auch Gepäck. Erklär Dagmar. Okay, wenn ich es Go kriege. Okay, wir werden jetzt einige Grundtechniken vom Kajakfahren zeigen. Lass ruhig die Hand fest. Als erstes steigt der Dieter mit einer sogenannten Paddelbrücke sicher ins Kajak ein, vom Beckenrand weg. Mit der Paddelbrücke kann das Kajak nicht kentern. Eine Hand ist am Kajak, eine Hand ist an Land. Es ist unmöglich, dass wir umfallen. So. Als nächstes werden wir die Paddeltechniken sehen, die wir für das Wanderpaddeln benutzen. Das ist eine sogenannte flache Paddeltechnik. Die ist absolut kraftsparend und die fahren wir auf unseren Flüssen. Man kann das hier sehr schön sehen, wie elegant Dieter durchs Wasser gleitet.
Es gibt eine weitere Paddeltechnik, eine steile Paddeltechnik, unser sogenanntes Workout auch, wird aber beim Wanderpaddeln nicht so häufig eingesetzt. Steile Paddeltechnik bitte. Das kostet wesentlich mehr Kraft, wird in der Regel für eine schnelle Fahrt gemacht. Genau. Um eine Kurve zu kommen, gibt es eine Kurventechnik. Die hat der Dieter jetzt gerade schön gefahren. Also man kann auch mit bestimmten Paddelhaltungen um die Kurve kommen. Wird in unseren Kursen alles gelehrt, wie wir um die Kurve kommen, wie wir rückwärts fahren, vorwärts fahren, welche Paddeltechniken günstig sind und dergleichen. Hinterer Steuerschlag? Der hintere Steuerschlag, genau, um das Boot zu drehen. Jetzt versucht er eine Kurve zu fahren. Man sieht, wie er das Paddel nach vorne drückt und das Boot sich dreht. Eine ganz einfache Technik, um sehr schnell eine Drehung hinzubekommen. Bei allen Techniken, die wir vermitteln, nehmen wir die kippstabilen, die nicht zur Kenterung führen. Also es gibt noch viel, viel mehr Techniken, sind umfassend, aber wir haben uns auf die konzentriert, Bitte? Okay. Er möchte jetzt noch die Stütztechnik zeigen. Also wenn wir in eine Situation kommen, wo wir das Boot stabilisieren müssen, haben wir eine Technik, die Kentern total vermeidet. Zeig bitte die Stütztechnik. In dem Fall, wenn das Paddel auf dem Wasser ist es unmöglich, dass das Boot umfällt. Man sieht es hier sehr schön bei Dieter, er legt es fast auf die Seite und er wird nicht kentern. Genau. Normal haben doch diese Kajakfahrer so eine Schürze. Haben wir auch, das ist die Spritzdecke, Ja. Die fahren wir auch auf dem Meer, die fahren wir auch, wenn wir Rutschen fahren oder dergleichen. Heute hier auf dem Pool war sie nicht nötig. Ja. Mal. Alles gut, nochmal. Ist nur nicht meine Seite. Nochmal von vorne? Ja. Okay, Dieter zeigt jetzt noch, wie er aus dem Kajak aussteigt. Dazu benutzt er wieder die Paddelbrücke. Eine Hand an Land, eine Hand ans Boot. Sich abstützen, das Boot kann nicht kentern. Und er bringt sein Gewicht auf den Beckenrand. Und schon ist er aus dem Boot draußen. Dieter, sollen wir es raus? Ja, genau, wunderbar. Der Dieter zeigt jetzt noch mal, wie wir im Meer in unser Boot einsteigen, was wesentlich einfacher noch ist als über die Paddelbrücke. Ein Bein links, ein Bein rechts, Rücken nach unten, gemütlich die Füße rein und beim Meer, genau, im Meerwasser schieben wir uns dann mit den Händen ins Wasser rein und schon sind wir am Bootfahren. Wir haben auch im Meer die Spritzdecke drauf, das Boot ist also dicht in der Situation und ich komme ganz gemütlich da ins Wasser, selbst bei leichter kleiner Welle. Wem das heute gefallen hat, hier mal das Kajak zu sehen, hat die Möglichkeit, zu uns ins Saarland zu kommen, selbst auszuprobieren in unserem Kajakcamp. Dort kann man campen, wir stellen Ausrüstung, Boot, wir führen den Transfer durch zum Fluss, wir machen Kurse, wir verpflegen euch rundherum. Wir haben einen saarländischen Abend mit Schwenkergrill. Es ist für alles gesorgt. Wir haben eine Dusche, wir haben eine Toilette. Wir kümmern uns um euch und eure Bedürfnisse und bringen euch in schöner Atmosphäre Bootfahren bei. Typisch weiblich, viel am Schwätzen. Sie werden noch nicht mal nass dabei. Was besonders an den Booten ist, wenn Sie hier mal reinschauen, wir haben nicht diese übliche Luke, die ein Kajak hat, wo man sich so pressgenau hineinsetzen muss, sondern wir haben eine komfortable Luke mit Sitz und verstellbaren So, bauen wir Kissenteilen. kurz um. Wir haben vorne 2 Fußrasten, wo man sich abstützt und bequem sitzt. Also diese Boote sind extrem gut geeignet für die sogenannten Best Ager, die auch mal bequemer sitzen und Flusswanderungen über längere Zeit machen wollen. Wir haben 2 große Gepäckteile drin. Wir haben eine Tagesluke drin. Wir können so ziemlich jedes Bedürfnis von unseren Kunden erfüllen. Ja, und wir lernen, wir haben im reindrücken. Saarland Kajakcamps. Verschließen. Da kann man diese Boote fahren
Die stellen wir da. Da kann man ganz unverbindlich kommen, für 3 Tage so ein Camp buchen. Da hat man alles inklusive Boote, alles dabei, muss nichts kaufen. Man zahlt mal 149 €. Und das sind 3 Tage in so einem Camp mit Essen, Booten, allen drum und dran dabei. Und erlebt einfach diese Boote und den Kurs. Und dann kann man sich ein Bild drüber machen, dass das was für einen ist oder nicht. Ja, schön. Jetzt haben wir ein Tandem. Ja, und da könnten wir noch, wenn wir es wirklich drauf ankommen lassen, den Packer reinmachen. Ah ja, okay. Da ist eine Broschüre, da sieht man den Dieter und mich mit dem Packer fahren. Ja, was den meisten Leuten gar nicht klar ist und was ich total gut finde, ist, dass Paddeln ein Ganzkörpersport ist. Also wir arbeiten hier nicht mit den Armen, wie die meisten annehmen, Paddel in den Armen, sondern wir arbeiten mit dem ganzen Körper. Wir haben Fußrasten, wir haben eine Vorspannung im Körper, wir haben eine Drehbewegung im Rumpf, wir bauen Muskulatur auf, wir sind in einem anaeroben Bereich unter 100, das heißt, wir haben eine optimale Fettverbrennung. Und das Allerwichtigste für meine Best-Ager, wir haben einen Unfallschutz. Durch diese leichte, permanente Ausgleichsbewegung unseres Bootes, was eigentlich sehr kippstabil ist, bekommen die Leute in ihrem Gleichgewicht wieder ein Gefühl, dass sie mit an Land nehmen und viel weniger Stürze haben oder ähnliche Dinge. Also sie fangen sich besser auf, sie kriegen ein besseres Körpergefühl wieder. Für Menschen, die sich für unser Boot interessieren, also Solo, Tandem mit Packer. Ich habe hier in Spanien, in Águilas, ein kleines Grundstück und da habe ich auch Boote. Und wir sind noch 2 Monate hier, mein ganzes Team. Und wer hier Boot fahren will, der ruft uns an. Wir können die Telefonnummer gern verlinken. Und es hat hier die Möglichkeit, mit uns aufs Meer zu gehen. Ich habe hier sehr, sehr schöne Touren schon gefahren mit dem Jörg. Wir haben Höhlen besichtigt, wir sind zum Erzverladedock gefahren, wir sind zu einer Schlemmertour nach Los Toreros gefahren. Das sind immer so 3 bis 4 Stunden Touren auf dem Meer bei glattem Wasser, die kann ich auch noch mit anbieten. Das geht noch im Februar und März. Ja, ich sage erstmal Dankeschön, dass ihr uns das hier alles so gut erklärt habt und gezeigt habt. Und ja, wer möchte von euch jetzt noch ein paar Worte sagen? Also jeder, der jetzt Lust aufs Bootfahren bekommen hat, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Wir finden einen Weg, dich ins Boot zu bringen und wieder raus. Ja, Dankeschön. Danke auch fürs Zuhören. Danke. Das waren so ein paar Informationen zum Kajakfahren in Verbindung mit Camping. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.